Das Genius E-Ride 920 in der Modellvariante 2021. Ja, das war wirklich eins der meist abgerufenen Videos bei uns auf dem Kanal. Es hat die Leute umgehauen, mehrere 10.000 Abrufe organisch und es war wirklich ein tolles Fahrrad. Allerdings der Preis, 5.299 €, ist ein klein wenig erklärungsbedürftig. Dann wird einem auch schnell klar, warum kostet dieses Fahrrad einen Ticken mehr als das günstigste am Markt von Scott. Grüß dich, Nico. Grüß dich, Sven. Hi, ich habe gedacht, wir machen ein kurzes Video. Du, das ist wirklich ein Fahrrad, du siehst ja an der Reaktion der Leute, also wie das draußen ist, das 29er haben wir, glaube ich, noch gar nicht gefilmt bisher, das 39er war so ähnlich und ich glaube, wir sollten uns ein bisschen Zeit nehmen, denn viele haben schon darauf gewartet, hier steht eins, ist das schon verkauft? Nein, das ist jetzt noch frei, aber die Nachfrage ist durchweg groß. Also uns fehlen auch die anderen Modelltypen. Wir hatten jetzt hier einfach mal das Glück gehabt, auch dieses Rad hier stehen zu haben, wo du heute bei uns bist. Und um das dann halt auch zu filmen, weil das gerade unsere Problematik auch so ein bisschen darstellt. Wir wollen ja alle neuen Produkte auch so ein bisschen zeigen und erklären. Also das mit dem kurzen Video war ein Spaß. Aber uns fehlt einfach manchmal auch das Produkt. Entweder sind sie schon verkauft, gehen direkt zum Kunden. Wir wollen auch keinen Kunden warten lassen, weil für uns ist es wichtig, die Lieferkette so kurz wie möglich zu halten, weil sie einfach schon von Herstellerseiten, egal welcher Name da drauf steht, schon sehr, sehr lange ist für das Modelljahr 2021. Und wir haben, du hast recht, das Vorjahresmodell gedreht, das 2020er Modell, was wirklich auch sehr gut in den Abrufen war, sowohl Genius als auch die Strike-Varianten. Und hier muss man einfach nochmal sagen, das erste Rad, was wir in der Art aus dem Karton genommen haben, wussten wir noch nicht, wie die Farbe im Original aussieht, weil meine Planung komplett online basierend war. Und wir hatten das Rad aus dem Karton schon rausverkauft, weil der Kunde gesagt hat, okay, die Farbe passt, super, gefällt mir, nehme ich so. Das war wieder dann der Punkt, wo ich sage, ich kann kein Video dazu machen und das ist jetzt auch schon 4-5 Monate her. Jetzt haben wir aber mal eins in der freien Wildbahn quasi erwischt, was dann noch zur freien Verfügung dann halt auch steht. Besonderheit, muss man ganz klar sagen, ist natürlich die Eigenständigkeit bei Scott. Wir haben die Twinlock-Technologie, die über 3 verschiedene Modi geht. Wir zeigen sie ja bei jedem Rad auch nochmal. Funktioniert quasi hier über diesen Hebel. Ich kann in 2 Tasten ihn nach vorne bedienen, in den sogenannten Traction Mode. Wenn ich jetzt noch einmal durchdrücke, blockiert das Fahrrad komplett. Also ich steuere immer zeitgleich Gabel. Und du siehst es hier unten, wenn du auf den Dämpfer gehst, sieht man, wie der Zug sich bewegt. Den jeweiligen Modi an. Die letzte Möglichkeit, der dritte Modi, ist dann die komplette Blockierung des Fahrwerks und das macht das Konzept in dem Fall einzigartig. Weiterer Aspekt ist natürlich halt auch die gesamte Situation. Die Scott-Räder sind vom Fahrverhalten extrem handlich. Also ich merke das von Jahr zu Jahr, wo man sagt, Mensch, was wollen die jetzt nochmal besser machen? Vom Modelljahr 20 auf 21 gab es ja keine Änderungen, weil im Modelljahr 20 kam ja der neue Bosch-Motor, der Performance CX und dann musste natürlich auch der komplette Rahmen verändert werden. Thema wurde dann natürlich halt auch die Integration des Akkus. Wir haben sie bei den Vorgängerrädern, wo wir ja noch Shimano-Motoren hatten, auch schon. Aber sie war deutlich klobiger. Das heißt also, das Seitenprofil war massiv hoch und jetzt ist die Silhouette deutlich schlanker geworden. Gerade wenn man das mal von ein bisschen weiter weg halt auch sieht, vom Seitenprofil sitzt der Akku jetzt ganz anders drin. Das ist dann auch kein Shimano mehr, sondern ein Bosch-Akku, in dem Fall mit 625 Wattstunden. Also auch hier eine hohe Reichweite und dann natürlich halt auch der Performance CX Motor mit bis zu 85 Newtonmetern. Bis zu heißt, wir haben seit Modelljahr 21 die Option auf 85 Newtonmeter zu gehen. Vorher hatte er immer 75. Ich habe aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich will bei 75 bleiben und habe dann natürlich mehr Reichweite im Verhältnis zur Leistung, ne? So gesehen. Also muss ich ganz klar sagen, ist hier der wichtige Punkt auch nochmal das Display. Wir haben bewusst das Purion-Display hier mit drauf, weil ich sage, auch bei einem Mountainbike brauche ich diese viele Informationen halt auch nicht. Ich will ja im Endeffekt wissen, wie schnell bin ich, wie viel Kapazität hat mein Akku so gesehen noch. Und das ist für mich einfach so mit der entscheidende Punkt, den ich dort wissen möchte.
Das Display lässt sich extrem gut ablesen. Ja. Also auch bei extremstem Sonnenlicht, LCD-Display, Trans, du weißt, was ich meine. Also das heißt, wenn die Sonne draufkommt, es leuchtet nachts. Ich kann es jetzt auch nicht sagen, wie es heißt, aber im Endeffekt, ja, der Vorteil ist halt einfach, du siehst es aus jeder Perspektive. Das Einzige, was ein bisschen reflektieren sein könnte die Scheibe sein. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass das Display ja immer noch in der Position auch veränderbar ist. Ich kann es auch noch etwas näher führen. Gerade je nachdem, wie meine Position ist vom Daumen her, geht das hier auch noch ein Stückchen weiter rüber. Wichtig auch noch, klar, so ein Rad in dem Preissegment steht auf einem kompletten Fox-Fahrwerk. Also wir haben hier schon sehr, sehr hochwertige Komponenten. Vorne die 36er Gabel, 36er deswegen. Das Genius hat 150 mm Federweg, im Vergleich das Strike hat 140. Wir haben auch bewusst im Verhältnis einen deutlich grobstolligeren Reifen mit auch der deutlich verstärkteren Seitenflanke. Das Genius nimmt man schon, ich sage jetzt mal, es ist ein All-Mountain-Bike, aber mit den Genen eines Enduros, wo ich durchaus halt auch mal im gröberen Terrain es damit richtig krachen lassen kann. Also gerade die Stabilität des Reifens, der Grip des Reifens und natürlich auch die etwas größer dimensionierten Gabeln, in dem Fall die Fox 36er, bieten hier natürlich halt maximalen Fahrspaß. Die Bereifung 29? Ja, Scott geht den konsequenten Weg auf 29. Selbst ein Downhiller oder sowas steht auf 29 Zoll Laufrädern. Man könnte theoretisch, aber auch praktisch hier 27,5 Laufräder reinmachen. Ich könnte eine Kombination fahren, vorne 29, hinten 27. All diese Möglichkeiten bestehen. Lässt der Hersteller soweit auch zu. Ich finde aber, dass das 29 schon in die richtige Richtung geht. Es ist das schnellere Laufrad, es geht besser über Hindernisse und durch die Geometrie haben wir einfach auch immer noch ein sehr, sehr wendiges Rad. Also da muss man wirklich sagen, der Radstand an sich ist nicht exorbitant lang und dadurch kriege ich das Rad auch immer noch wirklich sehr, sehr gut um die Ecke gezirkelt. Die Farbe ist absolut beeindruckend. Ja. Du hast ja eben erwähnt, sie ist so samtmatt, aber in Verbindung mit den, das sind keine Aufkleber, das war ein Druck, der drauf ist oder was auch immer da drauf ist. Es wirkt unglaublich edel, so wie mein VW-Bus, den ich ja habe auch folieren lassen. Also in so einer Samt-Matt-Optik. Richtig schick, oder? Ja, also gerade die Farbe, muss ich sagen, wirkt im Original oder in Natura extrem gut, weil es ist nicht einfach nur ein mattes Blau. Also Thema Farben spielt ja bei Scott auch dieses Jahr eine ganz große Rolle, um sich da auch vom Wettbewerb irgendwo ein bisschen abzuheben. Und gerade auch jetzt, sage ich mal, diese Decals bzw. Aufkleber in der gleichen Farbe wie jetzt auch das Scott-Zeichen hier von der Silhouette her, das ist halt wichtig, um es halt auch im Detail halt schön zu haben. Ein weiterer großer Vorteil, gerade zu den Marken, die wir alternativ haben, ist bei Scott ganz klar die niedrige Überstandshöhe. Heißt also, vom Boden bis zur Oberkante, und ich stehe ja in der Regel relativ mittig über dem Rad drüber. Und die ist wirklich sehr, sehr niedrig. Wir haben oftmals jetzt den Rahmenverlauf, wenn ich jetzt mal Highbike nehme, wo das Oberrohr erstmal relativ gerade rausläuft und dann erst den Knick runter macht. Das Problem ist, an dem Punkt hier ist das Oberrohr deutlich höher. Und hier zieht Scott eigentlich sehr konsequent direkt schon runter und geht natürlich auch in der Kröpfung eher wieder hinten nach oben. Und das ist ein großer Vorteil, vor allen Dingen bei den Contessa-Modellen. Contessa-Modelle sind die Modelle für die Damen, die in der Geometrie etwas kompakter sind, niedrige Überstandshöhe, also auch kleinere Rahmengrößen. Und dadurch erziele ich halt so eine niedrige Überstandshöhe, dass ich durchaus auch Frauen unter 1,60 auf ein vollgefedertes Rad bekomme. Sehr schön, ich habe es gezeigt. Also 5.299 €, wenn du es mal kurz runternimmst, sei mal so nett. Da kann ich vielleicht ein, zwei Sachen ein bisschen besser zeigen. Unter anderem das Thema Einstieg, wenn ihr das nochmal kurz demonstriert. Ist es deine Größe oder ist es zu klein? Das ist jetzt ein M, das wäre mir jetzt eine Nummer zu klein. Ja, ganz klar halt auch Thema ist die absenkbare Stütze. Ne? Also auch die hier dementsprechend mit drin. Genau, das bitte noch einmal zeigen. Da vorne ist der Release. Genau, ist natürlich mit Standard in dem Bereich. Also da haben wir eigentlich auch nichts anderes mehr. Bitte noch einmal. Also man drückt es runter mit dem Körpergewicht. Genau. Und fährt es dementsprechend nochmal. Man kann es an jeder Position
lassen. Das heißt, also ich kann es mir also einstellen, wie ich es brauche. Ich habe also keine feste Rastung, sondern wenn ich jetzt das zum Beispiel in der Mitte mache und das dann loslasse, den Hebel, bleibt es an der Position. Ja. Mach mal bitte. Genau. Also heißt, wenn ich jetzt sage, ich will auf der Position bleiben oder ich will 1 Zentimeter weiter raus, kann ich das genau definieren darüber. So, also viele, ich weiß, ich wiederhole mich, viele benutzen das als Einstiegshilfe auch. Ich jetzt meine, ist halt genau das hier, die Überstandshöhe in meinem Schritt, wo ich, klar, es ist jetzt eine Rahmennummer zu klein, halt auch noch deutlich das Vorderrad anheben kann. Zeig das mal gerade. Weil schlussendlich ist es so, ich steige ab, wo ich eigentlich gar nicht abstellen will und muss dann schlussendlich in die Knie. Aua. Genau. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Also meistens tut es ja nicht da weh von dem Punkt, wo wir jetzt gerade drüber reden, sondern es tut ja weh dann unten irgendwie im Gesäß, Knochen, den man dann erwischt, sogar relativ hart. Man kann ja auch, wenn man absteigen muss, das sich nicht immer auswählen. Also das ist ja dann oft das Problem. Leider nein. Ich bin einmal abgestiegen, da habe ich es gemerkt, dass es zu groß ist, wenn du am Steilhang bist und es geht auf der einen Seite runter und dein linkes Bein ist zu kurz. Kennst du das? Und dann fällst du mit dem Fahrrad den ganzen Berg runter. Ist mir schon zweimal passiert. Ja, also durchaus. Aber das wollte ich hier halt auch nochmal sagen. Gerade für Personen, die vielleicht auch kürzere Beine im Verhältnis zum Oberkörper haben, ist das Scott einfach ein passenderes Rad. Dann reden wir nicht darum, ich hätte gern die Marke XY und weil besser ausgestattet oder ähnliches. Man vereint halt hier wirklich viele Sachen, um sich da auch ganz klar vom Wettbewerb zu unterscheiden. Ob es die Twinlock-Technologie ist, ob es jetzt die niedrige Überstandshöhe ist, man muss ja auch erstmal so niedrig kommen, weil man müssen ja bedenken, es gibt ja auch noch Rahmengröße S. Das bedeutet dann hier, dass da meine Hand nicht mehr durchpasst. Ja, weil einfach dann irgendwann kommt die Wippe und das muss halt passen. Also man bekommt in dem Konzept keinen XS-Rahmen mehr hin, weil dann stecke ich komplett in der Wippe dann einfach drin. Weitere Optionen, wir hatten es ja schon angesprochen gehabt, ist der Range Extender. Ich kann jetzt hier von Bosch einen 500 Wattstunden Akku noch draufsetzen. Ich brauche dazu natürlich die Anschlussoptionen. Es reicht jetzt nicht nur der Akku, ich brauche eine Halteplatte und die gesamten Komponenten, um Akku mit dem gesamten Konzept zu verbinden. Aufpreis liegt ungefähr um die 270 bis 300 Euro im Material. Und wenn wir es umbauen, kannst du noch mal gut um die 80 Euro rechnen. Plus den Akku natürlich. Plus den Akku. So, um das nochmal zu erklären. Also hier drin ist ja ein eingebauter Akku, ein InTube-Akku. Der hat 625, ja, 625 Wattstunden und da drauf kann man zusätzlich praktisch zeitgleich angeschlossen. Das Fahrrad bedient sich vollautomatisch der Leistung, schaltet automatisch um, einen zweiten Akku drauf montieren, wenn man es mal richtig schön weit fahren möchte. Zum Beispiel im Turbo-Modus kenne ich viele, die einfach Spaß haben wollen und wollen immer höchste Stufe. Dann ist der 625er auch schon mal leer nach 2 Stunden. Ja klar, also wir generieren ja hier im maximalen Zustand 1125 Wattstunden. 625 vom integrierten Akku und 500, die wir noch oben drauf packen. Das geht sowohl bei den Genius-Modellen, das geht bei den Strike-Modellen, das geht bei den Hardtails, sprich den S-Packs. Das zieht Scott auch konsequent so durch. Und für denjenigen, der wirklich weite Distanzen halt fahren will, ist das auch ein durchaus gutes Kaufargument, weil das bietet eigentlich auch nicht jeder. Jetzt haben wir das Thema Peak-Leistung. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst. Nominalleistung 250 Watt. Das heißt also im Schnitt 250 Watt. Es darf aber, glaube ich, beim Beschleunigen auch ein bisschen mehr sein, punktweise, oder? Ja, also streng genommen enden wir bei 250 Watt. Das ist das, was der Gesetzesgeber ja auch vorgibt, weil ansonsten reden wir nicht mehr von dem Konzept, wie wir es dann schlussendlich hier haben. Okay, also wenn es Peakleistung gibt, die sind frei erfunden und sind nicht da, aber man kann es ja nachlesen. Also es gibt ja ganz viele Tests, die da näher drauf eingehen. Wir gehen mal nicht näher drauf ein. Das Fahrrad macht Höllenspaß, wenn du dich mal draufsetzt, es mal anschaltest und mal fährst im Turbo-Modus. Sind keine Pedale dran. Sind keine Pedale dran. Du kannst aber die Schiebehilfe mal anmachen. Zeig mal, wie das geht. Die Schiebehilfe? Ich glaube, das ist eher dein Jargon. Ich war ein Scherz. Ich muss dazu sagen, du bist ja aktiver. Dann kann ich auch fahren, ja. Kannst auch fahren. Schiebehilfe heißt Knopf. Genau, bis 6 km/h unterstützend. Aktiviert wird sie über den Taster hier. Das heißt, ich aktiviere einmal die Schiebehilfe und er schreibt jetzt selber schon Walk Plus, also um die Walk-Taste zu bedienen. Jetzt war ich etwas zu spät. Und dann fährt er auch schon los. Sehr praktisch, kann ich nur sagen, wenn man am Steilhang ist.
nach 4 Stunden und hat dann keinen Bock mehr, das ganze Fahrrad nochmal hochzuschieben. Warum auch immer, ja. Du bist selber Fahrer. Du fährst im Moment was aktuell? Aktuell fahre ich ein Highbike. Welches? Ein Fly-On. Ein Fly-On, so muss man sagen. Ist das eine Option für dich hier? Genau das? Gut, ich bin das Rad schon gefahren, also ich wechsle ja durchaus halt auch mal die Räder in der Saison mal aus, um natürlich halt auch die unterschiedlichen Konzepte selber nochmal zu erfahren und die Unterschiede halt auch zu sehen. Bei mir geht es immer noch ein bisschen darum, ich habe ja noch 2 Kids. Und dann muss da hinten noch ein Hänger dran und dann sind das halt auch mal 50 Kilo, die dort gezogen werden müssen. Brauchst du Power? Da brauche ich Power. Also, du hast ja genug Geld. Das Fly-On-Preis von dem? Ich habe genügend Räder, sagen wir es mal so. Nee, jetzt ohne Witz. Ich glaube 2020, du wärst gerne mehr gefahren. Also du bist nicht oft rausgekommen. Du kommst noch raus zum Fahrradfahren? Oder das, was du erzählst, ist eher so aus... Ja, guck mal, wir haben ja Schnee. Vor 2 Wochen habe ich die Kids mit dem Schlitten gezogen. Mit dem E-Bike. Sag's mal gerade, das ist übrigens kein Fake. Es ist tatsächlich minus 3 Grad. Irgendwie spielt das Wetter hier verrückt im Saarland. Wir waren ja so die Nutznießer vor 2 Tagen. Die einen hatten, ich glaube, 3 Meter Schnee und wir hatten, ich glaube, 14 Grad hatten wir draußen am Sonntag. Ja. War richtig schön. Ja. Ja, die Leute fahren bei Wind und Wetter. Du siehst überall Mountainbike-Fahrer. Im Moment auch selbst bei diesen Witterungsverhältnissen. Leute fahren raus, die wollen raus. Für viele auch ein Ventil zum Ablassen von, ich sag mal, du musst dich bewegen, du musst raus, du musst mal was anderes sehen. Nicht immer nur vom Fernseher, Netflix, Amazon und so weiter. Hauptvorteil vom Motor. Also um darauf nochmal ganz kurz einzugehen. Ich weiß, ihr könnt es vielleicht nicht mehr hören, aber der Motor schafft Spaß. Also das ist meine persönliche Erfahrung. Wenn du so einen Motor drin hast und du bist hier in St. Wendel und hier ist der nächste Berg, da brauchst du gar nicht weit zu gucken. Hier, ganz St. Wendel besteht nur aus Bergen. Ja, also wie du es schon beschreibst, schlussendlich sagt derjenige, der schon 20 Jahre lang Mountainbike fährt, oh, ich will eigentlich Kondition etc. und mit Motor, das kommt nicht in Frage. Und ich habe immer schon gesagt gehabt, in einer Mountainbike-Gruppe oder egal in welcher Gruppe, das schwächste Glied fängt an, weil der hat keine Lust, immer der Letzte zu sein, weil der hat nämlich keinen Spaß. Der vorne dran treibt und macht und tut, der hat den Spaß. Der sieht die ja nicht. Der sieht die natürlich nicht und sagt, ich bin immer der Erste oben auf dem Gipfel. Und der Letzte hat das halt einfach nicht. Und das hat sich dann so entwickelt, dass natürlich viele auf das E-Bike gekommen sind oder natürlich auch jetzt im vergangenen Jahr aus den diversen Gründen, wie auch immer, das Fahrrad natürlich auch immer noch in der Abhängigkeit ist mit einer Kondition, egal was ich für einen Sport mache. Gehe ich schwimmen, gehe ich laufen, gehe ich Fußball spielen. Die Kondition ist das, was mich schlussendlich ausbremst und was den Spaß wiederum mindert. Ich kann hier mit so einem Rad ohne Probleme, ob ich jetzt übergewichtig bin, ob ich gar keine Kondition habe, ohne Probleme einen Berg hochkommen. Also ob der sich jetzt über 20 Kilometer erstreckt, ist ganz egal. Aber ich werde da oben ankommen. Und das macht den Unterschied und das bringt auch Spaß. Und das sollte man nicht vergessen. Wir haben ja auch gerade viel die Thematik Rennräder, die immer mehr auch als motorisierte Variante kommen. Aber auch da nochmal der Hinblick dessen. Wenn ich vielleicht 70 bin und 50 Jahre lang oder noch länger Rennrad gefahren bin, dann ist irgendwann auch mal mein Akku erschöpft und ich kann nicht mehr die Leistung bringen wie ein 20-Jähriger. Gerade bei steilen Stücken und Ähnliches. Auf der Ebene fahre ich noch die 20, 30 Sachen. Aber dann kommt die Steigung, dann geht die Pumpe schneller, dann habe ich vielleicht einen Herzinfarkt gehabt und dann muss ich ein bisschen auf mich aufpassen. Aber die Leidenschaft, Fahrrad zu fahren, bleibt ja. Und das ist eigentlich das, wo ich sage, das ist immer noch mehr Lebensqualität. Ob ich das jetzt unterstützt mache, ob ich nur im Turbomodus fahre, ob ich es nur als Ergänzung mache. Also das hat natürlich schon den gesamten Markt oder auch viel mehr Kundschaft zu einem Fahrrad gebracht, wo manch einer vorher gesagt hat, Fahrradfahren mache ich nicht, im Leben nicht. Und wir haben jetzt, weiß ich jetzt nur durch eine Studie, erst 25% in Deutschland sind überhaupt mal E-Bike gefahren. Das heißt, der Großteil weiß noch gar nicht, was das ist. Oder was das auch für einen Spaß macht. Also meine Frau hat heute Morgen das erste Mal Elektroauto gefahren. Ja, okay. Das allererste Mal. Ja. Und sie meinte, ist so leise und so weiter. Dann haben wir an der Ampel die Lüftung ausgemacht und hat sie gemeint, ach, das war die Lüftung. Ja. Das heißt, wenn du es nicht weißt, genau. Du musst es probieren. Ja. Du kannst dich noch daran erinnern, 2011 kann ich mich daran erinnern, da war ich mal beim Fahrradhändler hier im Saarland, nenn mal keinen Namen, der hatte die ersten Bosch-Fahrräder. Das war so da, also die kamen ja irgendwann was in 2008, 2009. Ja. So, der hatte hier da 2011, ich habe mir die angeguckt und das war damals noch so, da musstest du noch die Händler suchen gehen, die sowas hatten, weißt du noch. Kannst du dich noch daran erinnern, das erste E-Bike, was du verkauft hast?
Weißt du es noch? Das war, wenn dann, auf jeden Fall ein Scott, weil natürlich auch unsere Hersteller, die wir im Portfolio haben, nicht ganz Anfang an mit dabei waren. Das kommt immer auf die Ausrichtung der Marke halt auch darauf an, weil auch die sondieren den Markt und sagen, ist das was oder ist das nichts. Aber bei uns war es vorrangig halt wirklich mit Scott. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Rad heute nehme und den Stand vor 5, 6, 7, 8 Jahren, dann ist das brutal, was das ein Unterschied, weil das Rad fährt sich eigentlich 1:1, wie wenn wir früher ein unmotorisiertes Rad gefahren sind. Und das war die ganz klare Schwierigkeit, überhaupt die ersten E-Bikes, die ich gefahren bin, überhaupt im Wald um die Ecke rumzukommen. Weil wenn du den Anker geschmissen hast, die Bremse war unterdimensioniert, weil ja alles schwerer war halt auch. Du musst schon eine Downhill-Bremse drauf machen und all solche Sachen. Aber das Problem ist, das Rad ging einfach nicht um die Ecke, auch wenn du dahin wolltest. Es ging einfach nur geradeaus. Und sowas, und das ist halt auch wirklich herausragend bei Scott, ist einfach die Wendigkeit, trotz 29 Zoll größere Laufräder, früher haben wir 26 Zoll gefahren, das ist einfach ein genialer Unterschied. Und ich sage ja, mit jedem Jahr, wo wir Räder ausprobieren oder wo es ein neues Rad gibt, was einfach jetzt schon vielleicht 3, 4, 5 Jahre am Markt ist, ist einfach der große Vorteil, dass ich immer wieder sehe, dass es doch die Entwicklung noch weitergeht. Genau, wenn du es mal kurz hochhebst, dann zeigen wir mal gerade nochmal drunter. Das ist die Ladebuchse hier vorne. Das heißt, also ich kann ja einmal die Batterie auch rausnehmen, theoretisch. Das geht. Genau. Also du kannst es einerseits über die Ladebuchse laden, das wäre die eine Möglichkeit, oder du nimmst die Batterie natürlich komplett raus und kannst es dann auch darüber laden. So Züge, ist das hier auch so, ich komme vielleicht ein bisschen durcheinander, dass hier ein extra Kabelkanal nochmal unter dem Akku läuft? Ist das die? Das ist bei den Carbon-Varianten. Hier ist es so gesehen auch so. Du siehst hier, wie sauber die Züge hier reinlaufen, die quasi oberhalb des Akkus entlang laufen. Wenn du den Akku rausnimmst, siehst du die auch. Bei einem Carbonrahmen ist das im Endeffekt ein Hohlraum. So, hier unten ist noch eine Aufnahme. Was hat die für eine Funktion? Das sind so 2 Torx oder Imbusschrauben, siehst du die? Was meinst du, das hier? Ja, mit der Platte? Das ist im Prinzip nur das Gegenstück für die Halteplatte für den Akku. Okay, damit er hält. Genau. Damit es nicht rausreißt. So, ganz wichtig ist das Thema Schutz. Ich zeige das mal gerade auf der anderen Seite. Hier sieht man übrigens nochmal, wie die Züge durch den Rahmen durchlaufen. Das ist also auch ein sehr interessantes Detailbild. So sieht der Motor von unten aus. Der Schutz, der unten drunter ist, den gibt es auch als Ersatzteil zum Nachrüsten? Also gerade Scott ist ein Hersteller, der wirklich, gerade was Ersatzteilversorgung, wir haben ja durchaus zum Teil Räder, die sind 10, 15, 20 Jahre alt und ich würde behaupten, wenn du jetzt, gehen wir mal 5 Jahre weiter, und du hast einen Schaden an der Wippe oder bist mit dem Auto hinten in die Strebe reingefahren, die ist jetzt verbogen, dann bekommst du die bei Scott noch im Originalfarbton. Beim anderen Hersteller, sage ich dir gleich, vergiss es. Kriegst du nicht. Also vielleicht eine schwarze, vielleicht eine weiße, aber nicht in dem Farbton. Das ist eine Sache, die bei Scott wirklich ein bisschen einmalig ist, das, was wir aus dem Automobil kennen, wo man sagt, ja klar, kriege ich da noch Ersatzteile für mein altes Auto. Das ist in der Fahrradbranche ganz anders. Und Scott ist es einfach wichtig, hier wirklich konsequent auch die Ersatzteilversorgung zu bieten. Auch in der passenden Farbe, weil das ist das Kernstück. Ob es jetzt, sage ich mal, den Bremshebel noch gibt, das ist ja eine Sache, die nachher nicht so relevant ist. Dann gibt es sicherlich eine Alternative. Aber wenn ich jetzt in dem Rad eine weiße Wippe drin habe, das sieht dann schon ein bisschen blöd aus. Ne? Jetzt mal, da könnte ja was passieren. Das ist übrigens der Schutz der Kette. Auch der hat sich gewandelt im Laufe der Zeit. Auch hier geht es ganz klar darum, das Ganze extrem passend zu machen, also es zieht sich bis hier hoch. Früher waren das Neoprenstrümpfe, die es heute auch immer noch gibt, die universal passen, aber hier machen sich viele Hersteller jetzt extreme Gedanken, dass das optimal ist, dass es einen sicheren Schutz ist für den Lack etc. Damit es so gut aussieht. Auch der Punkto Kettenführung, ne? Viele verzichten darauf. Scott hat hier eine eigene Kettenführung, um wirklich die Kette sauber zu führen, damit sie nicht runterspringt. All solche Sachen sind wirklich schöne Details bei diesem Rad. Und was es auch wirklich dann halt auch ausmacht. Nico, komm, ich gucke mal auf die Uhr, 24:29. Ich glaube, wir haben es ausgiebig erzählt, auch mal ein paar alte Anekdoten aus der Jugend, als das E-Bike eingeführt wurde. Mit Bosch-Motor diesmal. Was glaubst du, warum hat sich Scott jetzt für Bosch entschieden, statt für Shimano?
Ja, das ist ja immer unterschiedlich. Also wir waren vorher ja auf Shimano gewesen bei Scott. Scott ist natürlich auch eine sehr internationale Marke. Da muss man dazu wissen, dass Shimano auf dem weltweiten Markt deutlich besser vertreten ist in seinem Service-Netzwerk wie Bosch. Zumindest mal war es mal so. Kann sein, dass sich auch gewandelt hat. Aber jeder Hersteller geht jetzt relativ konsequent dran. Cube geht konsequent auf Bosch und so ist es bei Scott auch. Man hat sicherlich auch mal verschiedene Sachen ausprobiert. Husqvarna geht da wirklich allein auf Shimano. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen eine Philosophie, vielleicht auch die Geschäftsbeziehungen eines Herstellers, was man meint, das vermeintlich bessere Produkt zu haben. Ich sage aber auch, es gibt jetzt nicht hier immer unbedingt, ob ich jetzt den Bosch Performance CX nehme, ob ich einen Yamaha PWX2 nehme oder den Shimano EP8. Das sind alles Motoren, die in einer ganz hohen Liga spielen und einfach für den Markt gewisse Vor- und Nachteile haben, wie das mit allem ist. Aber ich kann nicht sagen, der eine ist viel besser und der andere ist schlechter. Der eine hat eine hohe Mängelquote, der andere hat eine geringe Mängelquote. Das kann ich so nicht bestätigen. Also wir haben sowohl bei Highbike mit Yamaha, bei Husqvarna mit Shimano oder auch bei Cube und bei Scott mit den Bosch-Motoren gute Erfahrungen. Viel Freude. Ja, wir sind in St. Wendel, wie immer drehen wir heute hier. Lang nicht mehr in Riegelsberg gedreht, muss man sagen, aber da ist wenig Platz. Da ist auch der Versandoutput sehr stark im Moment. Ja. Hier haben wir viel mehr Platz, viel mehr Raum und so weiter und so fort. 5.299 €, das Genius E-Ride 920. Ja, vielen Dank, dass Sie durchgehalten haben. Fast 30 Minuten, aber es ist, glaube ich, wert, das zu beschreiben. Gerade bei einem Fahrrad von 5.299 €. Das sind über 10.000 Mark. Du weißt, ich komme ja noch aus der Mark-Generation, nicht so wie du. Der nur mit dem... auch noch. Echt? Na gut, du bist ja auch schon ein bisschen älter. Schön. Ja, machst das Ganze im Versandhandel seit 10 Jahren. WeCycle hat einen Versandhandel seit über 10 Jahren, also keine Neugründung jetzt in Zeiten eines, ich sag mal, grassierenden großen V, sondern ihr habt euch darauf eingeschossen, hat euch unglaublich in die Karten gespielt, denn ich sag mal, du kannst ja alles genauer angucken. Wir fingen dann an, Videos zu machen, um das Ganze zu beschreiben. Das hilft den Leuten auch massiv. Ich glaube, dass wir auch so ein bisschen Steigbügelhalter sind für viele Händler, die, ich sag mal, davon profitieren, weil die Leute ja doch sich jetzt ein bisschen umhören, wo kriege ich welche Rahmengröße bei welchem Händler und so weiter. Was spricht denn für dich? Warum sollte man das Fahrrad bei dir kaufen? Ja gut, viele Leute kommen wirklich von weit her. Wir haben schon die Thematik auch, dass ich hatte im vergangenen Jahr ein Pärchen gehabt, die aufgrund des Videos sich 2 Highbike-Räder gekauft haben, aber nicht bei uns, sondern bei ihrem Händler in der Region. Ich glaube, der Händler ist dann froh, dass ich dann die Erklärung gemacht habe zum Produkt. Aber ich verstehe natürlich auch jeden, wir reden immer von einem technischen Produkt. Und ja, wir machen schon lange den Onlinehandel. Es braucht für die Produkte aber zukünftig halt auch einen Service. Und das ist das Entscheidende. Es gibt viele Händlerkollegen, die sagen, okay, hast du woanders bestellt, dann geh bitte dorthin. Ja. Die aktuelle Situation lässt es aber auch gar nicht anders zu. Kein Händler kann sagen, ich habe alle Modelle, ich kann dir alles bestellen, gar kein Problem. Es kommt immer mehr der Punkt dazu hingehend, dass wir sagen müssen, okay, das Rad hättest du gern in Rahmengröße XL, sorry, haben wir nicht mehr in der Planung, Hersteller ausverkauft. Wenn du es irgendwo anders kaufst, kein Problem, du kannst den Service bei uns machen lassen, du kannst Garantieabwicklung bei uns machen lassen. Ich kenne das so von Porsche, wenn du jetzt sofort einen Porsche willst, dann musst du gucken, was der Markt so hat. Ja, keine Ahnung. Ich habe mich jetzt noch nicht für einen Porsche interessiert, aber es ist wirklich so. Wir unterscheiden oder wir wollen uns davon auch unterscheiden. Wir verprellen keinen Kunden oder der Kunde, der vielleicht auch kein Kunde bei uns werden kann, weil wir das gewünschte Produkt nicht haben. Und dann sind wir auch so offen und ehrlich und sagen, okay, dann guck halt mal, ob du es bei einem Händlerkollegen findest, in München, in Hamburg oder ähnliches. Und wenn du dann noch das Rad abgestimmt haben willst oder eine Frage zum Produkt hast, dann können wir das machen. Natürlich, ja, wir müssen dafür Geld verlangen. Wenn wir sagen, wir machen jetzt das komplette Setup, wir stimmen es auf dein Körpergewicht ab, kann ich das nicht umsonst machen. So, du würdest aber jetzt keinen raustreten. Nein, also es ist nicht der Punkt, dem Kunden zu sagen, okay, dann geh dorthin, wo du es gekauft hast, dann soll der das abstimmen. Ich sehe das als falschen Ansatz, weil in den jetzigen Zeiten macht sich das schon sehr, sehr stark bemerkbar, dass Kunden in Radläden reinkommen und eigentlich so eher einen vor den Bug bekommen. Ich verstehe auch jeden Verkäufer, der gestresst, genervt und nochmal erklären, ist nicht lieferbar und entscheiden Sie sich heute, nicht erst morgen.
die Liefersituation ist schwierig, sehr, sehr schwierig und sehr, sehr ernst. Und für diejenigen, die sich jetzt wirklich zeitnah ein Fahrrad zulegen wollen, müssen jetzt wirklich auch in die Pötte kommen, damit sie das passende Produkt bekommen. Ich zeige mal gerade das große grinsende Gesicht von Nico Ockenwetz. So. Es geht hier wirklich um die Erklärung und nochmals dahingehend, auch wenn ein Rad nicht bei uns gekauft ist für einen Service, was vielleicht auch schon 10 Jahre alt ist, jetzt nicht, wir reden nicht immer nur von aktuellen Sachen. Wir schicken keinen nach Hause, aber wir unterscheiden natürlich schon für Kunden, die Produkte bei uns gekauft haben. Also die haben dann natürlich schon mal den schnelleren Termin, ganz klar. Das ist für uns halt auch wichtig, um nochmal den Unterschied zu schaffen. Also doch wir sind Dienstleister, nicht nur für Stammkunden, sondern wirklich halt auch für jeden. So, Recycle, haben wir das schon gedreht, das Blau? Das haben wir schon gedreht, ja. Sag mal gerade, ich habe schon so viel gedreht. Ach, stimmt, das mit dem geilen Carbon, richtig? Das ist im Prinzip die Top-Variante, kannst du sagen, vom Genius. Das Tuned. Tuned verbindet ja immer alles das, was absolut wertig ist. Du siehst gerade das Cockpit aus Carbon, Kiox-Display, also hier aber auch wirklich eine Einheit, Vorbau-Lenkereinheit, Kashima-Fahrwerk, Stütze, also wirklich das Feinste vom Feinsten. Das haben wir schon gedreht. Das haben wir schon gedreht, ja. Und das ist natürlich halt auch jetzt ein Rad, was absolute Sahne ist. Gut, ich werde mal gucken, ob ich es finde. Ansonsten. Ein bisschen was haben wir schon da. Bisschen was habt ihr schon da. Ja, vielen Dank. Nico, 2 Präsenzverkäufe. Wir senden ja auch im Kabelfernsehen hier im Saarland. Euch gibt es einmal in St. Wendel, das liegt im nördlichen Saarland, glaube ich, brauchen wir keinem Saarländer zu erklären. Riegelsberg, auch das kennt jeder. Da ist dein Geschäft allerdings Ortsausgang Richtung Heusweiler. Also wer Riegelsberg kennt, die wahrscheinlich längste Gemeinde der Welt. Fängt irgendwie in Saarbrücken an und hört in Heusweiler auf. Ja. Und ihr seid am Ortsende Nähe Kaufland und auch hier ruhig mal ins Internet reingucken. Da sind die aktuellen Öffnungszeiten drauf. Also denn am besten, ich kann es nur so moderieren, schaut rein. Das ändert sich auch schon mal, je nachdem, wie gerade der Zustand ist da draußen. Und ich bedanke mich vielmals bei dir, Nico. Sehr gerne. Zeig nochmal das Schild, das Genius E-Ride 920, 29 Zoll Mountainbike 2021 für schlappe 5.299 €. Auf Wunsch auch gerne finanziert durch Nico. Tschüss. Ciao Sven.